Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Manuela. Heute möchte ich gerne eine Seite machen und zwar möchte ich es heute ein bisschen crunchy machen. Ich habe ja mal so ein Buch gemacht, also ihr könnt es gerne anschauen, ich werde es euch unten verlinken. Das habe ich jetzt mit Rostwasser mal gemacht. Ja, ich finde es mega cool, dieses Büchlein. Habe ich ja schon lange mal gemacht, weiß nicht, letztes Jahr oder so. Und ja, das gefällt mir sehr. Dann habe ich auch noch ein Buch gemacht mit Halloween. Das finde ich auch mega cool. Hier habe ich sogar Augäpfel gemacht mit Fimo. Hier die Augen. Und dann habe ich noch so Kunstblut drauf getupft. Die Bilder habe ich von Kleeblatt Creations ausgedruckt. Und auch innen sieht es mega cool aus. Hier habe ich so eine Art Kralle gemacht. Und hier sollten so kleine Maden sein. Also das ist Reis. Und das gefällt mir auch sehr. Ihr könnt das Video auch anschauen. Und dieser Look, wie gesagt, gefällt mir. Und heute möchte ich auch etwas Ähnliches machen. Und zwar mit diesem Jutenstoff. Als erstes möchte ich es ein bisschen kürzen mit der Ahle, dass es ein bisschen kürzer ist. Dann der Plan ist, dass ich dann diese Notepapier hinten draufkleben möchte. Dann kommt dieses Blatt, das Blatt habe ich letztes Mal gemacht mit Geli Plate und Kalkfarben. Das kommt dann oben drauf. Dann möchte ich ein bisschen Löcher machen und in der Hoffnung, dass denn das Jutenband ein bisschen herauskommt. Und dann, ja, das Mädchen dann. Und hier hat es dann diese Löcher. Vielleicht werde ich noch mit Strukturpaste etwas hinten machen. Oder ich habe noch solche Collagepapiere, die ich selber gemacht habe, mit Xe, Kreise und Halbkreise, dass ich vielleicht noch ein paar von denen noch anklebe. Mal schauen. Ja, das ist mal der Plan. Ich muss es einfach ein bisschen, ja, schmuddelig aussehen machen. Und ja, anfangen möchte ich zuerst mit diesem Notenpapier. Ich werde es mit Kaffee einfärben. Dann kann man es trocknen lassen, weil das kommt zuletzt. Dann werde ich hier mit Gesso darüber gehen und mit Sprays, dass es ein bisschen dunkler wird. Ja. Und dann kommt
wie gesagt, dieses Blatt drauf, das muss ich dann noch zuschneiden, richtig wie dieses dann auch. Aber zuerst muss ich es hier mal kürzen und ja, fangen wir mal an. Zuerst kommt die Buchseite, das werde ich einfach ein bisschen mit Kaffee einfärben. Mache noch ein bisschen ein paar große Flecken, die sind nicht schlecht. So, das vielleicht noch abwischen. Das werde ich jetzt auf die Seite legen und trocknen lassen. Und hier werden wir jetzt die Seiten ein bisschen kürzen mit der Ahle. Ich nehme hier ein Schaumstoff Pads und kürze ein bisschen die Seiten. Ich denke, so ist es mal gut und ich liebe das hier. Wenn alles so herausquillt. Hier werde ich jetzt mit Gesso darüber gehen. Nehme hier einfach mal so eine abgelaufene Krankenkassenkarte. Und hier müssen wir die andere Seite ein bisschen schützen, dass es nicht dreckig wird, schmutzig. Einfach ein bisschen hineingehen. Sollte ja nicht schön aussehen, sondern ein bisschen schmuddelig. So. Dann können wir noch mit Sprays darüber gehen.
nehme jetzt mal Vintage Photo und Timber, also diese zwei. Hier hat es leider nicht mehr so viel drin. Jetzt werde ich es trocken föhnen. Ich gehe noch mit diesem darüber. Weil das passt gut zu ihrem Oberteil. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja. Wird alles wieder trocken geföhnt. Einigermaßen trocken. Jetzt werde ich das Blatt, was ich mit der Geli-Platte gemacht habe, zuschneiden. Und zwar so, dass es hier hineinpasst, dass man die Fäden nachher nur noch sieht. Bevor ich es anklebe, werde ich die Ränder ein bisschen dunkler machen. Und ich werde es inken mit Ground Espresso und Picket Raspberry. Ich gehe zuerst mit dem Raspberry darüber. Und jetzt ein bisschen Ground Espresso. So. Sie kommt dann hier so da drauf.
kann man ein bisschen noch abschneiden, das ist gar kein Problem. Ich würde hier noch ein bisschen gerne mit der Schablone drüber gehen. Nehmen wir diese hier. Eigentlich wollte ich eine andere Schablone, die mit Schrift, aber ich finde sie leider nicht. Also nehmen wir diese hier und hier mache ich einfach ein paar Kreuze hin. Nicht zu viel. Ich nehme hier die Modeling Paste von Liquitex. Das, was einem nicht gefällt, kann man hier mit dem Spachtel ein bisschen wegnehmen. Dann vielleicht hier noch. Okay, das genügt. Ich gehe ganz schnell die Schablone auswaschen. Ich habe es jetzt noch getrocknet, die Strukturpaste. Jetzt werde ich noch ein bisschen mit Seidenpapier. Also die Kreuze nehme ich nicht, die sind ein bisschen zu groß, aber vielleicht ein paar Kreise. Oder Halbkreise.
aber fast die Halbkreise sehen besser aus. Oder ist das? Nachher müssen wir es noch zerreißen. Aber ich mache es jetzt mal so. Ich nehme hier ein bisschen Mattmedium. So gefällt es mir nicht. Ich muss es ein bisschen zuschneiden. So. So. Den Rest kann man nachher noch abschneiden. Okay. Jetzt werde ich es schnell trocknen. Ich würde es sehr gerne an der Seite noch ein bisschen crunchiger machen, aber dieses Blatt ist ziemlich dünn. Ich weiß nicht, ob es geht. Wenn man ein bisschen so ritzt. Wäre das Papier ein bisschen dicker, könnte man es gut so reißen. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein. Mein Gott. Seht ihr? Sieht schon cool aus, oder?
ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ein anderes, ein bisschen dickeres Papier genommen habe, es auf Kante gelegt habe und dann geht es besser zum Ritzen. Und so sieht jetzt die Kanten aus. Ich finde es mega cool. Aber für mich ist es noch ein bisschen zu dramatisch, also nicht zu dramatisch. Und ich möchte es ein bisschen dramatischer machen. Ja, das war wieder ein gutes Deutsch. Okay. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten, die wir machen könnten. Wir könnten es inken mit Schwarz zum Beispiel oder mit Braun. Wir könnten mit Kaffee darüber gehen oder wir könnten es mit den Sprays machen. Was machen wir? Ich würde es fast machen mit dem Kaffee. Mal probieren. Ich müsste ein Schälchen haben, eine Schale. Nehmen wir dieses hier. Hier habe ich getrocknete Acrylfarben drin, aber das macht nichts. Schütten wir ein bisschen Kaffee hier rein. Nehmen wir einen Pinsel und gehen mit dem Pinsel einfach ein bisschen hier so drauf. Dann werden die Kanten ein bisschen dunkler, wenn es auch ein bisschen herunterläuft. Sieht sicher auch cool aus. Gut. Okay. Jetzt werde ich es schnell trocknen. Jetzt ist alles trocken. Und jetzt kommen wir zu den Rissen. Und zwar werde ich ein paar Risse machen mit einem Cuttermesser. Einen Strich, wenn es ein bisschen kaputt geht. Es soll ja kaputt gehen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich es ein bisschen zerreißen kann mit der Ahle.
so. Man könnte es noch ein bisschen hier ein bisschen größer machen. Der Sinn ist ja, dass man es nachher so drauflegt und ein bisschen Schrift, dass man ein bisschen Schrift sieht. Okay. Jetzt können wir die noch ein bisschen dunkler machen, und zwar mit Timber. Ein bisschen dramatischer ist. Jetzt werde ich dieses Papier so draufkleben und dann werde ich es versuchen, hier ein bisschen den Jutenstoff ein bisschen aufzukratzen und herausnehmen. Aber zuerst werde ich es ankleben mit Gelmedium. Und ich werde es hier hinten noch schützen, dass die andere Seite dass es nicht auf die andere Seite klebt.
Am besten geht man nicht über die Löcher nur herum. Und kann man es nachher noch ein bisschen rausziehen. Das Papier. So. Jetzt hier so drauf. Hier bin ich leider über das Loch. Ich mache hier noch ein bisschen mehr drauf, dass es hier wirklich haltet. So. Hier die Löcher ein bisschen wieder aufmachen. So. Okay. Und jetzt versuchen wir den Leinenstoff aufzumachen. Jutenstoff, nicht Leinenstoff.
mein Schaumstoff. Vielleicht sollten wir besser mal den Kleber ein bisschen trocknen. Okay. Und hier einfach ein bisschen versuchen, ein Loch zu machen. So ungefähr. Und das mache ich jetzt schnell. Und so sieht es jetzt aus. Ihr müsst einfach ein bisschen vorsichtig sein mit der Ahle, nicht, dass ihr euch noch verletzt. Hier kann man es gut herauszuppeln. Und jetzt werde ich sie noch ankleben und das Notenpapier werde ich hier hinten noch ankleben. Und das werde ich alles mit Kehlmedium machen. Jetzt werde ich sie noch anmalen mit den Stabilos. Ich habe sie jetzt angemalt und ich habe sie auch recht stark schattiert. Auch diese zerrissene Kreise hier bin ich herum und habe es sehr stark schattiert. Ich habe sie noch angemalt. Und jetzt werde ich noch einen Text hinzufügen. Ich nehme jetzt einen Text von diesem Buch hier. Und zwar nehme ich Vintage Charm.
Ich lege ihn hier. Ist noch ein bisschen schwierig, den perfekten Ort zu finden. Ich weiß nicht, ob ich es hier oben oder hier. Oder hier oben. Ich mache es hier auf den Knopf. Und so sieht sie aus, meine fertige Seite. Also ich finde das mega cool hier. Ich liebe das. Und hier kann man auch die Fäden hier ein bisschen herunternehmen. Dann sieht man ja hier die Buchseiten. Hier unten habe ich auch sehr stark schattiert. Und ich finde auch mit dem Stabilo Cabotello kann man sehr viel, noch sehr viel machen mit der Farbe. Ja, ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen, wie ihr dieses Projekt findet. Und heute gibt es ein längeres Video von mir, weil ich möchte momentan ein Video in der Woche machen, weil es mir nicht so gut geht. Also
im Allgemeinen, also ich bin ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen gestresst und ich muss ein bisschen herunter kommen. Darum habe ich gedacht, ich mache jetzt nur noch ein Video in der Woche, aber dafür ein bisschen ein längeres Video und mit ein bisschen, ja, ein bisschen erklären, was ich mache. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich muss noch viel lernen, aber ich gebe mir sehr viel Mühe und ja, ich werde es einfach ein bisschen besser erklären, wenn ich es kann, und momentan ist alles einfach für mich besser, wenn ich jetzt einfach ein bisschen herunterfahre. Es ist nicht jetzt, dass ich gestresst bin von Videos machen. Es ist im privaten Bereich und geschäftlich, weil ich arbeite ja noch in einer Firma seit 24 Jahren dieses Jahr, und fast 15 Jahren bin ich 50%, 14 Jahre 50%. Und ja, momentan meiner Seele geht es besser, wenn ich ein bisschen herunterfahre. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich muss ein bisschen an mich denken auch. Und für mich ist es jetzt momentan besser so und ich hoffe, ihr versteht es. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen, wie ihr es findet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.